Moinsen, ich begrüße euch zum neuen Sachvideo. Heute geht es um das Thema Just in Time, weil da höre ich ja so viel Blödsinn immer. Der größte Blödsinn ist immer, wenn sie ja sagen, Just in Time führt dazu, dass mehr LKWs auf der Straße sind, weil das Lager auf die Straße verlegt wird, anstatt in den Betrieb. Ne? Das können nur Leute behaupten, die von nichts eine Ahnung haben. Ich bin jetzt seit 30 Jahren im Speditionsgewerbe, ne? Und es hat noch nie ein Kunde bei mir angerufen und gesagt, ich soll mal da eine Ladung abholen und damit so lange spazieren fahren, bis sie benötigt wird. Ne? Weil das wäre nämlich das, was die anderen immer, die Leute einer bestimmten Partei immer behaupten, wenn die Straße als Lager benutzt wird. Das wäre nämlich genau das, dass man mit der Ladung einfach spazieren fährt, bis sie gebraucht wird. Das ist aber nicht der Fall. Jede Ladung, die man irgendwo abholt, hat auch schon gleich einen Liefertermin. Ja, und dann schauen wir mal, was ist denn Just in Time eigentlich? Normal, wie es jeder kennt, man hat eine Ladung, holt irgendein Material wo ab, fährt dann dorthin und wenn man dort ankommt, liefert man. Das ist das normale Verfahren. Jetzt gibt es natürlich bei großen Betrieben, eine Fabrik zum Beispiel, ich hab auch einen Kunden, einen Fabrikkunde, und machen wir das mal an dem Beispiel, dieser Kunde, der braucht jeden Tag 30 LKW-Ladungen von dem Zulieferer. Welche Ladung das ist, spielt jetzt keine Rolle. Es sind 30 Fuhren jeden Tag vom Zulieferbetrieb zu der Fabrik hin. Jetzt wäre es natürlich für die Fabrik blöd, wenn früh morgens um 6 Uhr 30 LKWs vor der Tür stehen und abladen wollen, weil am Wareneingangslager hat man halt nicht so viel Platz. Und deshalb wird es jetzt so getaktet, dass man alle Stunde 2 LKWs hat. Na? Also um 6 Uhr früh haben 2 Termin, dann um 7 Uhr haben die nächsten 2 und das geht dann so, bis die Schicht rum ist. Die Fabrik, die arbeitet in 2 Schichten, also von 6 Uhr früh bis 22 Uhr. Und in der Zeit sind die ganzen 30 LKW-Ladungen verteilt. Immer 2. Und damit eben die Lieferung über die ganze Schichtzeit verteilt ist, weil man braucht ja nicht früh morgens schon das gesamte Material für die Tagesproduktion. Ne? Und für die Fabrik hat jetzt das den Vorteil, oh, Richtung Deutschland ist Stau, sehe ich gerade auf der Autobahn. Für die Fabrik hat es natürlich den Vorteil, dass sie den Wareneingang takten können. Also die wissen genau, um die und die Uhrzeit kommt das und das Material und das brauchen wir dann. Und dann wird es im Wareneingangslager, ist nur ein ganz wenig Platz, das reicht für 4, 5 LKW-Ladungen voll und dann geht es sofort in die Produktion. Das hat den Vorteil für die Fabrik, dass man kein Lager bauen muss, kein großes, ne? Weil Lagerkosten sind auch Kosten, ne? Man muss das Lager bauen, das kostet Geld. Man muss es instand setzen, unterhalten und instand setzen, damit es nicht irgendwann zusammenfällt. Ne? Man braucht Technik wie Gabelstapler oder Regale und so weiter. Man braucht einen Computer, wo man das alles steuert, wo welches ist, welches Material wo ist. Man braucht Personal, das man einsetzt, und das alles sind Kosten,
für Materialien, die einfach nur rumstehen. Und das nächste Problem ist natürlich, dass viele Fabriken auch sich nicht endlos ausdehnen können, weil man ja einen begrenzten Platz auf dem Grundstück zur Verfügung hat und vielleicht nebenan schon die nächste Firma ein Grundstück hat. Und irgendwann kommt man eben an die Grenze, wo man nicht weiter anbauen kann. Und da ist es eben so, dass der begrenzte Platz, den man zur Verfügung hat, dazu eingesetzt wird, um die Produktion unterzubringen. Und je mehr Platz für die Produktion, umso mehr kann man produzieren. Und wenn du jetzt ein großes Lager hinbaust, das Platz wegnimmt, hast du halt weniger Platz für Produktion und kannst halt weniger, und davon lebt ja die Fabrik eben, Produkte herzustellen, und je mehr Produkte man herstellt, umso mehr Geld verdient man als Fabrikbesitzer, ne? Und deshalb ist es für die Fabrik wichtig, wenig Lager und viel Produktionskapazität zu haben. Und da ist es natürlich gut, wenn man die Lieferungen vom Zulieferer so getaktet hat, dass die zu einer bestimmten Zeit eben ankommen, dass man sofort vom LKW ablädt und sofort in die Produktion gibt. Und das ist just in time. Der LKW kommt an, das Material wird abgeladen und es geht gleich in die Produktion, ohne dass man es erst in einem Lager verstaut. Das ist für die Fabrik optimal, hat man wenig Lagerkosten, und für den Spediteur ist es stressig, für den Fahrer ist es stressig, weil du musst zu einer bestimmten Zeit dort sein, und wenn man es eben, ja, man ist ja nie alleine auf der Straße, es kann mal wo ein Unfall sein, da ist die Straße gesperrt oder ein Stau, ne, und dann kommt man eben nicht pünktlich dorthin, dann kriegst du als Spediteur weniger Geld. Ja, das wird dann abgezogen, wenn du also mehr als eine Stunde zu spät kommst, kriegst du dann weniger Geld. Ja, und wenn dann die Produktion stoppen muss, weil du ganz überhaupt nicht kommst an dem Tag, na, dann hast du erst richtig ein Problem. Gibt also auch so Verträge, wo du dann Strafe bezahlen musst an die Fabrik. Na. Das ist also für Spediteur und für Fahrer ist es stressig, für die Fabrik ist es gut, weil, wie gesagt, das Material kommt und wird gleich weiterverwendet. Aber was die Grünen, jetzt habe ich es doch verraten, ich wollte eigentlich sagen, was die Mitglieder einer bestimmten Partei immer behaupten, dass Just in Time dazu führt, dass mehr Verkehr ist, das ist eigentlich nicht wahr, weil man missbraucht nicht die Straße als Lager, sondern die Straße ist dazu da, um das vom Zulieferer in die Fabrik zu bringen. Und jetzt habe ich ein ganzes Denkspiel für euch. Ich habe also jetzt beschrieben, die Fabrik, die braucht jeden Tag 30 LKW-Ladungen vom Zulieferer an Materialien, und die gehen direkt vom LKW in die Produktion. Jetzt stellt euch mal vor, die Fabrik würde da ein Lager hinbauen, wo 100 LKW-Ladungen Platz haben. Und jetzt könnt ihr mal berechnen, wie viele LKWs, dass man dann weniger am Tag hat, wenn man also nicht just in time macht, sondern wenn man da ein Lager hinstellt, wo 100 LKW-Ladungen drin Platz haben. Wie viele LKWs müssten dann jeden Tag dorthin fahren? Wie gesagt, die Fabrik, die benötigt, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten, 30 Ladungen jeden Tag von diesem Zulieferer. Ja, da könnt ihr jetzt mal euch Gedanken drüber machen, wie viel weniger LKWs müssten denn da fahren, wenn man da ein Lager hat, was 100 Ladungen Platz hat. Ich löse es am Schluss dieses Videos auf, diese Frage. Jetzt haben wir aber noch einen ganz gravierenden Nachteil von Just in Time. Und dieser Nachteil hat sich zur Corona-Hysterie gezeigt, als nämlich Container im Hafen nicht entladen wurden, weil die Hafenarbeiter in Quarantäne waren, oder LKWs nicht gefahren sind, weil die LKW-Fahrer in Quarantäne waren, oder weil die LKWs an der Grenze feststocken
weil die Grenze zu war wegen Corona und man eben nicht rüber durfte über die Grenze. Und das ist nämlich der ganz große Nachteil bei dem Just-in-Time. Man ist darauf angewiesen, dass die Lieferkette funktioniert auf die Minute. Da darf keine Verzögerung sein. Das muss zack, 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 muss das immer vorangehen. Und wenn irgendeine Störung ist, dann steht die Produktion, weil eben kein Material mehr beikommt. Das ist der Nachteil der Just-in-Time-Produktion. Und deshalb sind dann viele Betriebe dann übergegangen. Jetzt tut man wieder Lagerkapazitäten aufbauen, damit man zumindest ein paar Tage überbrücken kann, wenn mal irgendein Problem gibt. Ne? Und das nennt man dann Just in Case, weil das muss ja heutzutage immer Englisch sein. Just in Case nennt man das dann, wenn man also Vorratslager bereithält. Das kann man aber auch nicht so von heute auf morgen umbauen. Ne? Und da werden also seit der Corona-Hysterie hat man dann eben viele Außenlager angemietet oder gekauft. Ne? Wo man also, jede Spedition hat ja eine Lagerhalle, wo man ein Güterumschlagslager hat und so weiter. Und da wurden dann eben Lagerkapazitäten von den Fabriken angemietet, wo man dann also ein Pufferlager hat. Das wird aber dann immer noch voraussetzen, dass dann zum Beispiel bei der nächsten Hysterie es noch genügend Fahrer gibt, die da von dem Außenlager dann in die Fabrik fahren können. Also jetzt wisst ihr genau Bescheid über Just-in-Time, was das eigentlich bedeutet. Und der viele Lkw-Verkehr auf den Straßen, der kommt nicht von Just-in-Time, sondern der kommt von dem heute bestellt, morgen geliefert. Das ist aber ein anderes Thema. Die vielen Lieferdienste und so weiter, die dann mit halbleeren LKWs rumfahren, weil sie sich gegenseitig Konkurrenz machen und eben kein Sammelverkehr mehr stattfindet, so wie es früher war. Dazu mache ich aber ein anderes Video. Und jetzt löse ich euch noch die Frage von vorhin aus. Also wenn die Fabrik jeden Tag 30 LKW-Ladungen braucht, dann müssen jeden Tag dort 30 Ladungen hinfahren. Egal, ob da jetzt ein Lager ist, wo 10 Ladungen Platz haben oder ein Lager ist, wo 100 Ladungen Platz haben. Im Gegenteil, wenn man ein Lager hinbaut mit den 100 Ladungen, die ich vorhin gesagt habe, müssen am Anfang ja mehr LKWs hinfahren, weil man ja das Lager erst einmal voll machen muss. Ne? Und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat euch ein bisschen Informationen gebracht, das Video, und dann liked das Video und tut den Kanal abonnieren. Und das nächste Mal gehen wir drauf ein, über das heute bestellt, morgen geliefert Thema. Dann wünsche ich euch noch eine gute Fahrt und tschüss.